Ich habe die wahrscheinlich größten Talente der Bundesliga, Jamal Musiala von den Bayern und Jude Bellingham von Dortmund, in die Oberliga geschoben und bis 2040 simuliert. Können Sie allein dafür sorgen, dass Ihre Vereine, der Eimsbüttler TV und Altona 93, bis in die Bundesliga aufsteigen? Wenn ihr euch an das Experiment mit Haaland im Saarland erinnert, ist das auf jeden Fall möglich. Mal schauen, wie groß der Einfluss eines offensiven und eines zentralen Mittelfeldspielers sein kann. Wenn ihr mehr diese Experimente sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schlagt mal Spieler vor, die ich als nächstes in die Oberliga oder in die Landesliga stecken soll. Jetzt starten wir aber rein und schauen uns mal Bellinghams neues Team an. Also, der englische Nationalspieler spielt in unserem Szenario für Altona 93 in der Oberliga Hamburg. Vielen von euch wird dieser Verein ein Begriff sein, denn er ist einer der ältesten Vereine der Hansestadt. Mal schauen, ob Jude Bellingham dafür sorgen kann, dass Hamburg einen dritten Profiverein bekommt. Das hier ist sein Spielerprofil im Football Manager, der Fußballsimulation, in der wir dieses Experiment durchführen werden. Sehr viele der Attribute des 19-Jährigen sind nahe am Maximalwert, der 20. Kein Wunder, dass er eines der am heißesten gehandelten Talente der Welt ist. Seine Mitspieler, wie zum Beispiel Michael Ambrosius, der Bruder des vom HSV an den KSC ausgeliehenen Innenverteidigers Stefan Ambrosius ist, rangieren dann eher auf Oberliganiveau. Das erste Spiel hat Altona gegen den TSV Buchholz 08. In diesem Spiel sahen die Fans an der kultigen Adolf-Jäger-Kampfbahn einen dominanten Auftritt von Altona 93 und auch ein Tor von Jude Bellingham. Er traf zum 13:0 Endstand, Spieler des Spiels wurde aber der 20-jährige Rechtsverteidiger Moritz Grosche. Jamal Musiala hingegen blieb in seinem ersten Spiel für den Eimsbüttler TV torlos. Auch dieses Spiel ging 13:0 aus. Die Hilfe des 18-jährigen Wunderkinds, das auf seiner Lieblingsposition in einem 3-5-2 spielen durfte, wurde aber nicht benötigt. Das erste direkte Duell der beiden konnte Bellingham für sich entscheiden, allerdings traf in diesem Spiel keiner dabei. Und so sieht die Tabelle nach 12 bzw. 13 Spielen aus. Altona 93, die vor der Saison auch vom FM in die Favoritenrolle vor dem ETV gedrückt wurden, werden ihrem Status voll und ganz gerecht. 39 von 39 möglichen Punkten sind eine richtige Hausnummer. Bellingham traf dabei 5-mal und steuerte zusätzlich noch 6 Vorlagen bei. Der beste Spieler der Liga ist aber bisher nicht. Nick Scharkowski von Viktoria Hamburg spielt bisher eine unfassbare Saison. 14 Tore in 12 Spielen sind schon verdammt stark. Der Eimsbüttler TV steht nur auf Platz 8 und hat jetzt schon 18 Punkte liegen lassen. Das war so nicht zu erwarten. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, in welche Richtung es diese Saison geht. Wir gehen mal zum Ende der ersten Spielzeit dieses Experiments. Die Abschlusstabelle der ersten Saison sieht so aus. Bellinghams Altona wird mit 7 Punkten Abstand Meister der Oberliga Hamburg und zieht in die Aufstiegsplayoffs zur Regionalliga ein. Wir schauen mal auf die Torjägerliste. Mit Abstand der beste Scorer wurde auch am Ende Nick Scharkowski. Eine absolute Maschine, der Typ. Vielleicht konzentrieren wir uns in diesem Experiment tatsächlich auf die falschen Spieler. Musiala erzielte respektable 21 Tore und sortiert sich damit auf Platz 5 ein. Den besten Notenschnitt holte sich ebenfalls Scharkowski. Bellingham und Musiala sind knapp dahinter. Aber wie gesagt, zum Aufstieg reicht's für Bellingham noch nicht. Er muss zuerst noch eine Aufstiegsrelegation gegen den FC Oberneuland, den SV Eichede und den Lüneburger SK Hansa spielen. Gegen Oberneuland gab es ein schnelles 3:0. Eichede wurde mit 3:1 geschlagen und der Schlusspunkt in einer sehr erfolgreichen Saison ist ein 1:1 gegen Lüneburg. Bellingham steigt in der ersten Saison auf und darf Regionalliga spielen. Und wir gehen direkt in die Saison 23/24 und kümmern uns dort direkt mal um Jamal Musiala. Es ist Spieltag 9 in der Oberliga Hamburg und Jamal Musiala steht zumindest mal auf Platz 1 der Torschützenliste. Das ist dieses Jahr aber auch ziemlich leicht, denn sein größter Konkurrent Nick Scharkowski hat Bellingham und Musiala jetzt schon überholt und spielt in der dritten Liga für den Wuppertaler SV. Ich bin ehrlich, mit dieser Entwicklung des Experiments habe ich so gar nicht gerechnet. Naja, in der Tabelle steht der Eimsbüttler TV trotzdem hinter Scharkowskis Ex-Verein auf Platz 2. Da geht mehr. Haaland hat es in seinem Experiment ja vorgemacht. Musiala ist zwar kein Haaland, nach 22 Spielen scheint er sich aber an das Hamburger Umfeld gewöhnt zu haben. So langsam fängt er an zu netzen. Er steht bei 29 Toren und ist damit mit Abstand Top-Torschütze. Viktoria Hamburg können sie aber dennoch nicht abschütteln. Wir schalten mal kurz rüber in die Regionalliga. Kann Bellingham direkt durchmarschieren? Es könnte darauf hinauslaufen. Bellingham führt zwar nur eine Einzelspielerstatistik an, und das ist die der gelben Karten, aber das Team legt eine richtig gute Leistung hin und steht auf Platz 4. Hier ist noch alles drin. Bellingham selbst steht noch bei nur 3 Toren und einer Vorlage. Das wird aber auch daran liegen, dass sein Coach ihn tatsächlich als Sechser spielen lässt. Eventuell nicht optimal für berauschende Einzelleistungen des Engländers, aber fürs Team scheint diese Idee Gold wert zu sein. Hat's für den Aufstieg in die dritte Liga gereicht? Leider nein. Altona spielte als Aufsteiger zwar eine sehr gute Saison, sie bleiben aber 5 Punkte hinter dem Playoff-Platz zurück. Bellingham verpasste in dieser Saison nur 2 Spiele und machte das auf der defensiven Mittelfeldposition sehr gut. 5 Tore sind da ganz solide. Wir schauen mal runter in die Oberliga Hamburg und sehen uns zunächst mal die Torschützenliste an. Die spricht eine ganz klare Sprache. Musiala traf in 34 Spielen 45 Mal und ist damit auch der beste Spieler der Oberliga. Mit dem Ex-Kieler Johannes Vandenberg hat er auch einen sehr guten Vorlagengeber an die Seite gestellt bekommen. Der 37-Jährige legte in der Saison 23/24 insgesamt 28 Tore vor. Richtig gut dieses Duo. Johannes Vandenberg beendet aber seine Karriere nach dieser Saison. Aber diese Einzelleistungen reichen dann wenig überraschend tatsächlich für den Einzug in die Playoffs. Eine sehr dominante Saison, die dann damit aber noch nicht vorbei ist. Es wartet das Oberliga Nord-Playoff gegen den FC Oberneuland, Reden und den Heider SV. Eigentlich keine große Sache, nach dieser Saison sollte man denken.
In Spiel 1 gegen Heide gab es ein 0:0 nach einer mageren Leistung. In Spiel 2 fielen 4 Tore, allerdings gerecht verteilt. Im dritten Spiel braucht Musialas Eimsbüttel jetzt einen Sieg, sonst gibt es ein weiteres Jahr Oberliga. Und in diesem wirklich wichtigen Spiel dreht Musiala dann tatsächlich auf. Er sorgt selbst für die Tore 1 und 2. Am Ende geht das Spiel 3:0 aus und Eimsbüttel steigt ebenfalls in die Regionalliga auf. Hier wird es dann wieder das direkte Duell zwischen Bellingham und Musiala geben. Ab jetzt machen wir mal ein wenig Tempo und springen direkt zum Ende der Saison 2024/25. Kann einer von den beiden in die dritte Liga aufsteigen? Nein. Am Ende entscheidet Bellingham das direkte Duell gegen Musiala wieder für sich, aber die Teams sortieren sich im Mittelfeld der dritten Liga ein. Beide Talente spielen eine sehr starke Saison. Musiala glänzt mit Toren, Bellingham als Mittelfeldmotor von Altona 93. Diese Saison spielte auf der rechten Position in einer engen Raute. Die direkten Duelle gewann dieses Mal beide Musiala, 1 mit 0:2 und 1 mit 3:2. War es das schon? Können die beiden Wunderkinder ihre Teams nur bis in die Regionalliga bringen? Die kurze Antwort: Nein. Wir drehen mal weiter an der Uhr und schauen ins Jahr 2029. Bevor wir uns die Tabelle angucken, noch eine kurze Information. Die Datenbank, in der dieses Experiment ausgetragen wird, hat einen kleinen Twist. Wenn die Zweitvertretung eines Erst- oder Zweitligisten Erster wird, dann kann sie nicht aufsteigen. Dies verhindert, dass die dritte Liga irgendwann nur noch aus zweiten Mannschaften besteht. Die sind im FM nämlich leider ziemlich overpowered. Hier ist die Tabelle 2029. Wir scrollen mal langsam von unten nach oben. Altona 93 ist 10. und Eimsbüttler TV steigt tatsächlich als Fünfter in die dritte Liga auf. Kurios ist aber auch, dass der FC Süderelbe, ebenfalls eigentlich ein Oberligist, nur ganz knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt ist und tatsächlich vor Altona 93 abschließt. Und nicht nur in der Liga ist es für Bellingham eine gebrauchte Saison, auch im Pokal muss sich Altona gegen Eimsbüttel geschlagen geben. Musiala gewinnt mit Eimsbüttel mit 2:1 und darf damit das erste Mal den Hamburger Vereinspokal in die Luft stemmen. Vorher war dieser Pokal nämlich fest in Altonaer Hand. Der mittlerweile 26-jährige Musiala spielte eine gute Saison und schoss 18 Tore, damit bewegt er sich ungefähr auf dem Niveau der letzten Jahre. Bei Bellingham sieht es ähnlich aus. Er trifft weiter nicht so oft, ist aber jedes Jahr einer der besten Spieler der Liga. Im Jahr 2030 schauen wir uns zunächst mal natürlich Musiala an. In der dritten Liga ist das Niveau um einiges höher, Musiala macht es aber dennoch gut. 14 Tore und 8 Titel zum Spieler des Spiels sind gute Werte, vor allem für einen Absteiger. Der ETV schafft es nicht, sich in der dritten Liga festzusetzen und geht direkt wieder runter in die Regionalliga. Aber hey, dafür steigt Bellingham auf. Platz 4 reicht dieses Jahr für einen Platz in der Aufstiegsrunde. Dort wurde dann Bayreuth mit insgesamt 5:2 geschlagen. Aber auch hier hält die Freude in der dritten Liga leider nicht lange. Bellingham führt mal wieder die Statistik der gelben Karten an und Altona wird abgeschlagen Letzter. Keine Chance in der dritten Liga für den Hamburger Traditionsclub. Wir könnten uns jetzt jedes Jahr genau anschauen, aber es wird wahrscheinlich ziemlich klar, dass hier einfach nicht mehr drin ist. Am Ende schafft Bellingham mit Altona 2 Aufstiege in die dritte Liga. Beide Male steigt sein Verein aber direkt wieder ab. Das hier sind Bellinghams Statistiken über die Jahre. Seine beste Saison war die Spielzeit 2034/35, in der er 21 Tore schoss und 11 Mal Spieler des Spiels wurde. Und Musiala? Auch hier schauen wir zunächst mal auf die Chronik und können daran schon sehen, wer dieses Experiment gewonnen hat. Eimsbüttel stieg ebenfalls zweimal auf. Die zweite Drittligaperiode dauerte allerdings 3 Jahre an. Damit könnte man sagen, dass Musiala seinen Club vielleicht auf ein höheres Level gehoben hat als Bellingham. Das hier sind Musialas Stats über den Verlauf des Experiments. Er ist natürlich der offensivere Spieler und schoss dadurch allein schon deutlich mehr Tore. Musiala scheint einem Amateurverein eher helfen zu können als Bellingham. Was denkt ihr, woran das liegt? Sind es Musialas Fähigkeiten, die ihm auf niedrigerem Niveau wichtiger machen, oder liegt es einfach nur an seiner offensiveren Position? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und schaut euch unbedingt dieses Video hier an. Dort habe ich nämlich Messi und Ronaldo in die Landesliga geschoben. Lohnt sich definitiv auch. Viel Spaß damit und bis bald.